Was wir vorgestellt haben, war ja das Austauschformat Theater trifft Wissenschaft, das wir als Piloten mit dem Berliner Ensemble, einem renommierten Theater in Berlin, gestartet haben, das wir jetzt aber auch versuchen mit anderen Theatern in Deutschland verbunden mit Helmholtz-Zentren zu etablieren. Wir versuchen immer, sagen wir mal, flankierend an einer Aufführung eine aktuelle wissenschaftliche Frage zu beleuchten. Auftakt gemacht hat eine Veranstaltung zum Theaterstück Mary Page Marlowe. Da geht es um eine suchtkranke Frau und ihre Interaktion mit ihrer Umwelt. Und da stellen sich ganz spannende Fragen nach persönlicher Verantwortung, die man sowohl aus einem kulturellen, feuilletonistischen Blick betrachten kann, wie das Theater das handelsüblicherweise tut, aber man kann auch Fragen der Epigenetik, der Prägung, der Veranlagung, der Neuropsychologie, die kann man auch beleuchten. Das heißt, es geht uns nicht darum, irgendwie die Welt zu erklären oder nachher dem Theater zu sagen, wie es wirklich ist, sondern wir wollen Fragen identifizieren, die man einmal aus der gesellschaftlich-künstlerischen Sache gut beleuchten kann, die man aber auch aus der wissenschaftlichen Seite mit neuen Aspekten unterfüttern kann. Und diese Frage zum Kreisen, zum Tanzen und gemeinsam in den Dialog dazu treten und jetzt nicht irgendwie da besserwisserisch zu sein, sondern einfach sich gegenseitig zu befruchten, einfach indem man andere Fragen stellt, die Fragen anders formuliert. Das macht die Sache so unglaublich spannend. Und es kommt bis jetzt super an und wie Sie auch gerade in der Resonanz hier gemerkt haben, es trifft auf großes Interesse. Und ich glaube, das ist ein Format, mit dem man sehr gut miteinander sprechen kann. Was man voneinander lernen kann, da würde ich auf jeden Fall diesen Blickwinkel von Corinna Kirchhoff nochmal wiederholen wollen, die sie gerade genannt hat, den unterschiedlichen Wahrheitsbegriff. Als Wissenschaftler ist man ja, sagen wir mal, eher zurückhaltend zu sagen, so ist etwas, weil es ja mal, man betrachtet, man misst, man ist vorsichtig, man hat Fehlerbalken. Und im Theater ist die Wahrhaftigkeit einfach die Stimmigkeit der Form, der Aufführung und so weiter. Das heißt, da Grenzen zu überschreiten, mit Ideen zu spielen, die weiterzudenken, assoziativ zu werden, das ist sehr fruchtbar. Und unser Eins ist dann manchmal sehr, ja, so stimmt es aber vielleicht nicht ganz, das ist für die aber nicht so wichtig. Und da geht es ja auch nicht unbedingt darum, die richtige, wahre, eine Meinung zu haben, sondern da halt Blickwinkel zu öffnen, dieses Facettenreichtum, mal einen Schritt zurücktreten, mal anders zu gucken. Ich glaube, da können wir viel voneinander lernen. Also was ich heute besonders interessant fand, waren eigentlich zwei Sachen. Einmal, ich bin nach wie vor immer wieder begeistert davon, sobald man anfängt, mit Künstlern zu reden, deren Weltsicht da einfach zu erfahren. Was wir vorhin auch gerade diskutiert haben. Was suchen die überhaupt? Was ist denn die Antwort? Wir wollen möglichst genau messen. Die möchten eigentlich die interessante Frage in den Raum stellen. Das finde ich nach wie vor einfach die faszinierendste Sache. Und ich habe mich natürlich sehr darüber gefreut, auch die Resonanz aus dem Publikum. Wie transportiert man dieses Format? Was sind da die Hürden? Wie kann man das machen? Also wir haben das Gefühl, dass wir hier auch wirklich was Sinnstiftendes damit auch entwickelt haben. Und wir freuen uns, dass das hier so gut ankam.